Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in meinem Kanal. Ich bin André und das ist André läuft. Heute in meinem Video geht es um 2 Longruns, die ich diese Woche absolviert habe. Einmal freitags, ja, einen Halbmarathon, ein bisschen mehr als einen Halbmarathon und dann Sonntag etwas mehr als 32, 33, 34 Kilometer. Aber gut, nun erstmal in die Reserve zu meinem Freitags-Longrun. André läuft. Longrun Friday ist angesagt. Heute steht auf dem Plan, ja, wie immer, jeden Freitag mindestens einen Halbmarathon, 1-2 Kilometer mehr tun. Auch ganz gut. Mal schauen, was draus wird. Heute ist es, ja, wunderschönstes sonniges Wetter. Blauer Himmel, bisschen kalt. Wir haben es gerade 6 Grad. Tageshöchsttemperatur heute hier in Buenos Aires maximal 11 Grad. Aber bei der Sonne, ja, macht das nicht viel aus. Ansonsten, wie gesagt, heißt es jetzt erstmal meine Freitagskilometer schruppen im ganz lockeren, lieblichen Tempo von, ja, so ungefähr 5:30er Pace, 6er Pace, so irgendwas dazwischen, wird sich das einpendeln und ja, etwas die Natur hier am Rande der großen Stadt genießen. Mal wieder in der Reserve eine wunderschöne Lauf-Area, ruhig, heute bei den Temperaturen auch nicht zu überlaufen. Besonders, ich laufe immer freitags Mittag, da ist eh nicht so viel los, also was will man mehr? Fünf Kilometer sind im Kasten. Läuft sehr gut. Gestern hatte ich mal einen Tag Ruhepause vom Laufen. Dafür war ich aber auch Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils 12,5 Kilometer auf dem Laufband. Und ja, gestern mal eine kurze Pause eingelegt. Heute, wie gesagt, Long Run Friday. Und morgen dann nochmal ein paar Kilometer auf dem Band nachlegen. Und Sonntag steht der zweite Long Run an. Mal schauen, wie das Ganze so funktioniert. 13 Kilometer sind im Sack. Läuft gut, macht Spaß. Was ich besonders gut finde bei diesen langen Läufen ist immer, man hat unglaublich viel Zeit nachzudenken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke nach über viele Dinge, die mich so im alltäglichen Leben bewegen. Über die Arbeit, natürlich auch über das Private und über viele Probleme, die so täglich auf einen zukommen. Und ich muss sagen, so nach dem Laufen sind die so mir groß geglaubten Probleme klitzeklein. Und manchmal gar nicht mehr vorhanden, denn ja, es gibt Menschen mit wirklichen Problemen und zu denen gehöre ich auf jeden Fall nicht. Das war wieder ein Halbmarathon. Der nächste Halbmarathon dieses Jahr ist erledigt. So, jetzt werde ich noch ein paar Kilometer locker auslaufen und dann geht es zurück zur Arbeit. Aber wie gesagt, erstmal noch die letzten, vielleicht so 4 Kilometer noch mal genießen. So, Long Run done. Das waren jetzt 26,45 Kilometer im lockeren Tempo, 5,45er Pace, also ein Sub-4er Marathon-Pace. Und ja, war gut, hat Spaß gemacht.
Jetzt habe ich mir aber erstmal eine heiße, schöne Dusche verdient, was Leckeres zu essen und dann stürze ich mich in die Arbeit. Also hier vom Long Run Friday, André, liebe Grüße aus dem wunderschönen Buenos Aires. Ja, wenn ihr euch fragt, was hinter mir zu sehen ist, das sind meine Laufshirts mit Medaillen und Startnummern der letzten 2 Jahre. Da hat sich einiges angesammelt. Nun gut, so ist das nun mal, wenn man viele Läufe hinter sich bringt und das mit viel Spaß und Vergnügen macht. Aber nun erstmal zum weiteren Lauf, mein Sonntags-Long Run. So, diese Woche 2. Long Run, heute Sonntag. Es ist 15 Uhr und es geht durch San Telmo, eine kleine und süße Nachbarschaft. Eine der ältesten Nachbarschaften hier in Buenos Aires. Doch schon selbst. Ja, das, was ihr eben gesehen habt, ist der San Telmo Markt. Der findet jeden Sonntag hier in San Telmo statt. Hunderte Stände ziehen Zehntausende Besucher an. Von Souvenirs über Handwerk gibt es hier einiges zu erwerben und zu schauen. Also immer mal eine Reise wert. Jetzt hier aus San Telmo raus in die alte Speicherstadt Porto Madeiros. Hier geht es durch Porto Madeiro zur meiner Lieblingslaufstrecke zur Reserve, wo ich 1 oder 2 Runden drehen werde und dann von dort aus ein bisschen weiter flitzen. Mal schauen, wie weit mich heute die Füße tragen. So, jetzt hier im neuen Porto Madeiro angekommen. Hier hinter mir die alten Verladekräne des alten Hafens. Und wenn man genau hinschaut, erkennt man auch, wo diese Kräne gefertigt wurden. Sehr, sehr interessant, denn das ist der VEB Eberswalde. Eberswalde, ein kleines Städtchen Nähe Berlins, also gar nicht so uninteressant. Jetzt hier in der Reserve angekommen, wie ihr seht, unglaublich voll heute. Wir haben Sonntag, fantastisches Wetter, 16 Grad, purer Sonnenschein, blauer Himmel, und da treibt es den Leuten. Natürlich, wie auch mich, die Natur, nicht zum Laufen, die meisten hier zum Wandern, zum bisschen rumlaufen. Und für mich heißt es dann heute eher Slalom als mein Long Run. Also ich glaube, ich werde hier bei einer Runde in der Reserve bleiben und dann lieber draußen laufen, wo es nicht ganz so überfüllt ist. So, wie ihr seht, scheiße voll. Also, noch 3 Kilometer, dann geht es raus aus der Reserve.
So. Halt die Reserve verlassen, ist echt sehr überfüllt, wie ihr gesehen habt. Und jetzt laufe ich ein bisschen, ja, durch die Stadt. So, jetzt hinter mir seht ihr den großen Verladehafen Buenos Aires, wo jeden Tag Dutzende Containerschiffe ankommen, verladen, beladen, entladen werden. Und gleich daneben hier ist das Terminal der Kreuzfahrtschiffe. Heute gut verlassen. Ist halt keine Saison. Und ja, so viele Schiffe kommen auch gar nicht an, glaube ich. So, da hinten seht ihr das alte Hafengebäude Buenos Aires. Ist jetzt umschlossen von vielen, vielen neuen Hafenanlagen. Und ja, es wächst und wächst und wächst. Ganz nett zu sehen, auch die ganz vielen Angler hier an der Küstenlinie, an der Flusslinie. Ein großes Hobby der Argentinier bzw. der Porteños, der Einwohner Buenos Aires, ist neben dem Hobby Fußball, Grillen auch das Angeln. Ja, hier macht es den Anschein, der Christoph Kolumbus guckt aufs weite Meer hinaus. Doch, ja, die Wahrheit hinter mir ist relativ einfach. Er guckt auf den Fluss Rio de la Plata in Richtung Uruguay. Wer weiß, was er da sucht. ...22 Kilometer sind im Kasten. Und ja, jetzt begebe ich mich langsam wieder auf den Weg zurück nach Hause. Und das war nach 24 Kilometer der zweite kurze Getränkestopp. Hier geht es jetzt schön durch den Bosque de Palermo rein. Ja, der größte Park Buenos Aires mit vielen, vielen Grünflächen und kleinen Seen. Wie ihr seht, tummeln sich hier sonntags die Leute und genießen das wunderschöne Wetter. Hier jetzt im Rosedal im Herzen Palermos. Ein wunderschöner Park, wo sich, wie ihr seht, hunderte Leute treffen an diesem wunderschönen Sonntag, um zu laufen, Skateboarden, Inline-Skating, spazieren gehen oder einfach nur in die Luft gucken. Bei diesem wunderschönen Wetter ist heute doch tatsächlich alles möglich. So bin ich jetzt nach
Hier auf 29 Kilometern im Stadtteil Recoleta angekommen. Auch hier tummeln sich noch die Leute bei dem schönsten Wetter in den Parks, in den Grünanlagen. Und ja, ich bin immer noch dabei, meine Kilometer zu schrubben. I've said it before. To dance instead. Ooh, follow me around. Trust in me, girl. Ooh, let's turn this So, die letzten 2 Kilometer sind angebrochen. Ich befinde mich jetzt gerade im Stadtteil Once. Hier ist das jüdische Stadtteil Buenos Aires mit der größten, mit dem größten Anteil jüdischer Einwohner außerhalb Israels. Ich befinde sich hier in Once in Buenos Aires. Long Run Done. 32,51 Kilometer. Hat sich heute gelohnt, beim schönsten Wetter zu laufen. Aber jetzt habe ich mir erstmal eine schöne Dusche, was Kaltes zu trinken und dann eine fette Mahlzeit verdient. Ja, das war's dann für heute. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächste Woche, wenn ihr wieder wollt. Wenn es heißt, André läuft, dann heißt es Halbmarathon in Buenos Aires. Darauf die Woche geht es dann zum Marathon nach Asunción. Von Asunción geht es dann nach Berlin zum Heimaturlaub, wo ich dann erstmal den Reinigendorfer Halbmarathon laufen werde. Dann schwuppdiwupp nach Athen, ein Halbmarathon in Athen und dann kommt das Highlight für mich, mein erster großer Marathon in Berlin, der Berlin BMW City Marathon am 21. September. Und ja, kommt einiges Spannendes auf mich zu. Bis dahin freue ich mich drauf. Wie gesagt, jede Woche ein paar neue Läufe von mir hier auf meinem Kanal. Und wenn ihr Bock habt, schaltet doch wieder ein. Und ja, genießt mit mir die Bilder. Alles Liebe und liebe Grüße aus dem wunderschönen Buenos Aires.